Endlich geht es weiter mit Life is Strange. Wir wollen die 4. Episode starten. Vorher möchte ich euch allerdings nochmal meine Entscheidungen zeigen, denn ich habe mich tatsächlich entschieden, ein Zeichen an der Feuerstelle zu hinterlassen. Das wollte ich jetzt nicht extra nochmal mit reinschneiden, aber zur Info sollte es natürlich für euch, wollte ich euch halt einfach nochmal informieren, dass ihr euch da nicht wundert, wenn uns das zufällig in der 4. Episode jetzt begegnet. Das habe ich noch verändert, der Rest sollte gleich geblieben sein. Und ich bin echt froh, dass ich das nachgeholt habe jetzt. Ich habe jetzt quasi die 3. Episode gleich zweimal gespielt und darf jetzt erst Previously on Life is Strange. die 4. anfangen. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Don't ever touch me again, freak! Let's talk about your superpower. What are you doing here, Max? Stop! Don't come near me! Not now. It won't work. I know this isn't pleasant for any of us. Miss Caulfield, please, tell us everything. Hey, it's Thelma and Louise. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? Calm yourself, all right? It was a gift. Max, we have to find Rachel soon. Like you said, it's time to start the search for clues. Welcome to my domain. Let's find what we want and beat it. Max, you better come check out these files. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. Listen, I found pictures of Rachel and Frank being more than friends. I can't believe she was banging Frank. Rachel straight up lied to my face. Why didn't she say anything? So who do you most want to blame? My fucking dad, of course. Hello? No, you don't. Do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid? Ever since he died, my life has been dipped in shit. Chloe, I am awesome. We are awesome. Hello? Are you even listening, Maxine? This is totally fucked up. What else have I changed? Max Caulfield. Hold on. Chloe, you have a visitor. Ja, also storybasiertes Spiel mit Wahlmöglichkeiten, das wissen wir alles, dass das Ganze Auswirkungen haben wird. Das sollten wir in Episode 4 mittlerweile begriffen haben. Ich bin immer noch nicht sicher, wie gut das war, dass wir das verändert haben, aber das Spiel hat es so vorgesehen, wir hatten keine Wahl. Schön ruhig, gefällt mir. Ja. Das Tiersterben aus Episode 3. Was ist da nur los? Schon gespannt, was uns in Episode 4 erwartet. Für was für eine Naturgewalt, ein Naturzeichen. Und ich gehe davon aus, dass Episode 5 dann mit dem Tornado abschließen wird, mehr oder weniger. Beziehungsweise, ob wir den noch verändern können. Da sind sie nun. In der veränderten Zukunft. Ich frage mich ja auch, was ihr passiert ist. Ich hoffe, dass wir das gleich erfahren werden. It's weird hanging out with you again. I know. I'm glad we are, though.
It was nice that you sent me actual letters. It's more than any of my other friends have done. And you even wrote on that cool parchment paper. It's so Max. So pretentious. But I love writing on it like an English poet. You deserve the best stationery. Probably easier to write than to visit me. I don't mean that in a bitchy way. Not totally. You probably wanted to avoid awkward conversations like this. Pretty much, yeah. Look, the worst thing you can do is treat me like a baby. I still want to laugh and talk shit with my best friend. Can we stop? This is seriously the best view of the sunset. What do photographers call that? The golden hour. See? Without you here, I'd have no clue. Bet you could take some amazing shots. Those beached whales are so sad. I kind of know how they feel. At least, I'm alive here with you. You're a real survivor, Chloe. I know you have to deal with so much. I don't want anybody else feeling sorry for me. I can do that. Along with my parents. My dad still feels guilty about buying me that car. Ach, guck. Also hatte sie letztendlich jetzt einen Unfall statt ihm, den sie aber wenigstens überlebt hat. Und was mir jetzt schon auffällt, sie ist zum Beispiel jetzt dankbar für ihr Leben, im Gegensatz zu vorher. Aber das macht es eigentlich nicht unbedingt besser. Are you okay to talk about the accident? We never actually have, huh? There's not much to say. Some prick in an SUV cut me off and I flew into a ditch. Do you remember everything? I saw everything in bullet time. Oh. I felt my back snap and that was the last thing I ever felt in my body. When I woke up in the hospital, I literally couldn't move a muscle. Jesus. I don't know what to say. Don't say anything. I'm just happy I did get to see you again. I could have ended up vanishing out of the blue like that girl from Blackwell. Das kennt sie nun natürlich nicht. Jetzt ist die Frage, wenn wir jetzt auf Rachel ansprechen, dann würde das ja bedeuten, dass wir sie kennen würden. Ich weiß nicht. Aber doof stellen finde ich jetzt auch nicht so cool. You mean Rachel Amber? When was the last time you talked to her? Never. I just read about her in the news. I didn't even know her name. You did? This is such a different world than when we were kids, isn't it? After that snow and eclipse, it's more like the end of the world. No. Don't say that. I'm not trying to bum you out. It just seems like Arcadia Bay is having a meltdown. I know things seem out of control, but as long as we're together, I don't feel afraid. Hanging out with you makes me feel like a total kid again. You don't even know. Listen, Chloe, I'm sorry I haven't been out to see you more. That was wrong. You're my best friend. Max, thanks for coming out to see me. You're doing awesome. I don't think so. My nose is getting cold. Maybe we should get back to my place? It is hella cold out here. Hella? I hate that word, no offense. None taken. Ja, es ist natürlich eine ganz, ganz andere Chloe hier. Ist ja auch kein Wunder, sie hat ein völlig anderes Leben verlebt, als die wir vorher in der anderen Zeitlinie gekannt haben. Mann, Mann. Der Leuchtturm. Da kommt sie jetzt auch niemals rauf. Mit dem Ding. Keine Chance. Und selbst kann sie sich ja offenbar nicht bewegen. Das ist echt ganz schön krass.
pretty high-tech lair. Feels like a high-tech cell. Huh. But I am lucky my parents bust their ass to take care of me. I know it's hard for them. They're grateful you're here with them. Right. Especially when they can't even take a walk alone. Sometimes I act like a total teenage brat just to give them an excuse to yell at me. Pathetic, I know. Chloe, you're a great daughter. You're kind and sensitive, when you don't even have to be. Trust me, I still get my rage on. Especially when a nurse has to watch while I take a dump so she can wipe my bum. Or when doctors flip me around like I was a science doll. I can't even imagine. But you're still amazing. You always have been since we were kids. Thanks again for coming, Max. I, need to get my drink on. Can you bring me some water? Das ist dann wohl die umgebaute Garage. Drink up, Buttercup. Oh man. No wonder my throat is dry. I don't think I've talked this much the whole year. Have you ever thought about doing a podcast or something? I wish I could punch your face right now. A podcast? Dude, I am a pod in a cast. Boring. Ouch. It was just a thought. I know you're just trying to help. Yeah, that's become a bad habit of mine. You sound like an adult now. Seems like we were kids in another life. Ja. Ach, da kann ich mich jetzt gar nicht so richtig entscheiden. Aber das war mein erster Impuls. What do you remember about us as kids? We all have different memories. I think about us as little pirates, running and jumping through Arcadia Bay. Me too. But we're still pirates in our own way. Yeah, right. Check me out, Chloe of the Caribbean. No way will I get on a fucking boat now. Unless you're with me. As you can see, I can't keep all my other friends away. Which friends did you hang out with the most? Megan Weaver, but you don't know her. She was cool. But after my accident, she was too cool for school. I know I wasn't around much. No excuses, I'm a loser. But I am trying to make things right. How? Dude, you're not Supermax. And I'm not trying to guilt trip you. That's what my parents are for. Das finde ich jetzt nicht unbedingt, dass die schuldig sind. They love you so much. I know. My mom and dad are so cute. They always pop in here and make sure everything's okay with me. I think Joyce and William are incredible. Max, the accident has been so hard on them. Our insurance sucks, and the medical bills are fucking insane. I bet. This tech must be crazy expensive. Along with the drugs, the nurses, the supplies. Mom and Dad are always broke, and they get so frustrated. Is it worth it? Chloe, you're priceless. No pun intended. You are such a geek. That's why I love you. Of course, I know a geek when I be one. See, I'm practically a human entertainment system. It would be sweet to chill out together and watch a movie like when you'd spend the night at my house. What do you want to watch? I think I'm in like a mellow Blade Runner mood. I always cry at the end. Plus, you know I always wanted to have cool colored bangs like Pris. I know. You would look incredible with blue hair. Let's get this show on the road. And you better not fall asleep on me like you always do when we watch movies. I remember, Max. Swear I won't fall asleep. Not when you're here. Not yet. Ach Mann, jetzt möchte ich mich natürlich noch ein bisschen umgucken. So insgesamt ist das schon ein schönes Zimmer, ne? Wenn sie halt nicht so gehandicapt wäre. Mann, ey. Man, Joyce and William built a whole new bathroom for Chloe. They're so great. Chloe's message board since the accident sure looks lonely.
I didn't add much. Bad, Max. It's nice my parents sent a card at least. Chloe, du weißt, wir lieben dich und du bist in unseren Herzen und Gedanken. Wir hoffen, bald dein lachendes Gesicht zu sehen. Bitte bleibe gesund. Ryan und Vanessa Caulfield. I wonder who this is. Kind of a generic card. Megan. Denke an dich. Liebe Chloe, es tut mir so leid, was passiert ist. Du sollst wissen, dass ich für dich da bin, wenn du etwas brauchst. Ich hoffe, du fühlst dich besser und ich hoffe, dich wiederzusehen. Küsschen, Megan. Na, offensichtlich ja nicht. I wasn't very available to Chloe. Real nice. Chloe, ich dachte nur, ich sollte dir eine kurze Nachricht zukommen lassen, damit du weißt, dass ich an dich denke. Ich find's nicht gut, so ein Scheiß wie ich hoffe, dir geht's gut etc. zu schreiben. Ich weiß, dass dein Leben jetzt ziemlich anders ist und ich möchte nicht, dass das unsere Freundschaft im Weg steht. Ja, ich war in letzter Zeit nicht bei dir, aber das wird sich bald ändern. Ich hoffe, dir geht's gut. Alles Liebe, Max. At least I sent road trip selfies to Chloe. Süß. I'm sure that made her feel great. Ist ja knuffig, das Bild. Okay. I should offer to put makeup on for Chloe. Not that I can, but So cool that it you're would be fun. I'm glad you think so. Whoa, Chloe can totally control her computer. It's so great people get this high-tech help. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. That is so incredible. And she can browse cat videos on the web. Ja, das ist natürlich das Wichtigste, dass man Katzenvideos gucken kann. Chloe is still a punk at heart. But she can't stage dive anymore. Okay, der schwarze Dachbodenclub. Nur 21 und älter. Kalender über diverse Veranstaltungen. That's so cool that Chloe has made friends online. Ja, was soll sie auch sonst machen? Der Hand Wheels Chat Room. Handybot. Zu ihrer eigenen Sicherheit geben sie keine persönlichen Informationen an irgendeine Person in diesem Chat. Sie sind dafür verantwortlich, sich über die Chatregeln zu informieren. Also so typische... Naja, hier, ne? Anweisungen und so. Miss Blue. Wer ist denn Miss Blue? Mal gucken. Und was machst du so? Ignatius? Oder Ignatius? Ich rede mit dir. Haha, ohne Scheiß. Ich bin dabei, mir zurück in die Vergangenheit reinzuziehen. Oh mein Gott, ich liebe es. Scott Bakula ist so geil. Und du auch. Ich hoffe, wir können uns bald treffen. Nicht, wenn du in San Francisco wohnst. Hey, ich muss jetzt noch etwas Körperarbeit machen. Komm wieder auf dich zurück, während du dich mit Bakula vollstopfst. Das tust du besser. Hallo? Ja, okay. Chloe hat da... Also ist Chloe Miss Blue. Logischerweise wegen der blauen Haare, okay, aber die hat sie ja jetzt halt nicht, ne? Deswegen habe ich kurz überlegt. Cool. Armbänder. There's the old Chloe. Ja. Zeichen von alter Chloe. Ach, aber so ein bisschen gucken will ich ja schon noch, ne? She has to use a lot of lotion to keep her blood circulating. Naja, wenn du dich nicht bewegen kannst, ist das schon blöd. Nothing but medical supplies. Klar, ich Thanks. dachte. I think you missed a grain stuck in my eyeball. Hard to believe how just a little sand can cause such a big mess. It's like that Chinese proverb. A spark can start a fire that burns the entire prairie. You know, like the butterfly thing. So I've heard. Ja, das haben wir wohl getan. Diesen Funken, der das Feuer auslöst. That must be her mighty morphine machine. No more bongs for her. Ja, da ist was dran. I still can't believe I put Chloe in that chair. Ja, das kann man jetzt so und so You're betrachten. really my only friend who kept in touch. I should have kept more in touch. Oh man. She has to use that ventilator just to breathe. At least Chloe doesn't weigh that much. Super, das macht's nicht unbedingt besser. Despite everything, they're still a happy family again. It's cool that in this reality, Chloe really loves skating too. Schön. Wowzer. Chloe was a straight A student. She could have gone to any college.
Immerhin, immerhin. Also das ist natürlich cool, dass sie dann auch in der Schule so viel besser war. Gutless bastard. I am so glad Chloe stole your bullshit fund. Even if it wasn't another reality. Okay. Die Blackwood Academy. Sehr geehrte Mr. und Mrs. Price. Als Direktor habe ich absolutes Verständnis für die zahlreichen Anfragen wegen Chloes speziellen Bedürfnissen in Hinsicht auf ihren Rollstuhl und den barrierefreien Zugang zur Klasse und so weiter. Blackwell erfüllt es mit Stolz sicherzustellen, dass Schüler mit Behinderungen nach der Verordnung für behinderte Amerikaner volle Zustimmung bekommen. Wie auch immer, der Campus und dessen Gebäude wurden alle vor 1977 gebaut. Unsere Schule hat bis jetzt noch nicht die nötigen Modernisierungen erhalten, um die Bedürfnisse ihrer Tochter und ihres bedauernswerten Zustandes zu erfüllen. Leider wird es durch die kürzliche bedauernswerte bundesstaatliche Kürzung im Bildungsbudget sehr viel mehr Unterstützer brauchen, um die Blackwood Academy vollständig nachzurüsten. Aber dieser Tag wird kommen. Chloe ist ohne jeden Zweifel eine ausgezeichnete Schülerin mit großem Potenzial, trotz ihrer Behinderung, und ich glaube, dass sie eine passendere, bereichernde akademische Umgebung am H. West Miskatonic Institute in Bolton finden würde. Dieses hat eine lange Reihe behinderter Absolventen und ich weiß, dass Chloe dort ihre gewöhnliche akademische Führung in einer komfortableren Umgebung finden würde. Mit ihrem hervorragenden Durchschnitt besteht kein Zweifel daran, dass das Miskatonic Chloe mit offenen Armen willkommen heißen würde. Ich hoffe, Sie werden sich diese Empfehlung ernsthaft überlegen, da ich sicher bin, dass Ihre Tochter eine Schule bevorzugen würde, die ihre vielen Bedürfnisse erfüllen kann. Darauf aufbauend habe ich Broschüren für andere in Frage kommende Schulen in Oregon beigelegt. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, kontaktieren Sie mich in meinem Büro. Da stelle ich mir gerade die Frage, hätte das was geändert, wenn wir das Geld nicht gestohlen hätten? Hätte dieses Geld vielleicht erreicht, dass Chloe weiter an die Blackwood Academy hätte gehen können? Ich weiß es nicht. Kommt hier nicht so wirklich rüber. I'm glad I took this photo. Chloe has a new memory of William and her together. Ja, dieses Foto würde sonst hier jetzt nicht stehen. Does Chloe look at the garden and think about her childhood? She can't even feel the grass now. Ja, das ist schon echt mies. That's a serious heat lamp. Ja, die braucht sie vermutlich hier und da. Ich denke, dass sie schnell frieren wird, gerade weil sie sich nicht bewegen kann. Die Schneekugeln, hey, da wäre, glaube ich, dann eine nicht mehr dabei, ne? Es gab ja in Episode 1 die eine Schneekugel, die wir fast zerbrochen hätten. Snow globes are taking over. Ja. Ah, das Schneereh. Wäre wahrscheinlich das Schneereh dann dasjenige, oder? Ich weiß nicht. Oh, the snow dough. I guess not everything changed. Ah, here's the DVD. Okay. Ich will mich aber noch fertig umgucken. Hello, Chloe. She likes fluffy animals now. Glad to see her as nosy as ever. I don't want to disappoint you. Oh my god, I made that mix for her when we were 12. Pirate Power. Ah, schön. Schön, dass sie diese ganzen Erinnerungen auch aufgehoben hat. Aber ich glaube, das war's jetzt, ne? Das müsste alles gewesen sein. Jetzt können wir die DVD einlegen und einen Film gucken. Voll süß. Schönes Bild. Ach Mann. Aber es ist schön, dass wir sie wenigstens glücklich machen können, indem wir bei ihr sind. Und ich muss unbedingt mal gucken, was wir für Fotos machen müssen, Mensch. Nicht, dass ich jetzt wieder irgendwas verpasse vor Schreck. Gott, das muss so ein scheiß langweiliges Leben sein, wenn man da nur rumliegen kann, ey.
schon echt ein bisschen böse. I cannot believe you fell asleep so fast. How dare you? I know you were beat down after the day with me, and Blade Runner is a pretty dreamy movie to watch at night. Do you think Deckard is a replicant? Sorry, I can see you're not wide awake like me. No, I'm sorry I crashed so hard. Were you okay? I do have a mother and father when you're not falling asleep on me. You are a bitch in the morning. It's the company I keep. Yesterday was such a blast. It was great seeing you. I know things were different when we were just dorky kids, but being with you made me feel like when we were little pirates, jumping and running through the forests again. It meant a lot to me just to chill out with you and bullshit. Fuck. I'm getting my regular head pains. Can you, pretty please, go upstairs and get my morphine injector in the bathroom? Morphine injector? It's total Star Trek shit. You can't even see the needle. Seriously, I need it. My parents keep the swag upstairs because they think I can't get to it. But you can, Max. Like a pirate, right? I'm on it, Chloe. Ich wollte gerade sagen, das ist bestimmt nicht umsonst von ihr weggelagert. Weil letztendlich ja sowas nicht missbraucht werden sollte. Ich würde trotzdem gern noch mal mit ihr reden vorher. So, are you sure it isn't too weird for you to be hanging out with me like this? Auf keinen Fall. No way. I don't want you to feel weird. My life is just so different than yours. I mean, we can't just bounce out of here and I'll be doped up half the day in pain. So that's cool. But I do feel grateful I can see the ocean. That I have parents who love me. And that my best friend is here with me today. Exactly. So, what else do you need? Well, hot monkey sex would be nice. Affensex. Oh, look. I made Maxine blush. So, are you dating anyone at Blackwell? Not really. No. There are some cute boys there, but you know me. I'm too damn shy. Which is stupid, because you're so damn cool. Some bro has to be crushing on you. I was supposed to go out with this guy named Warren, but I don't think he's into me anymore. His loss. You need to move on, girl. Plenty of fish in the bay. Shit. I sound like my dad. Na gut, wie geht es, William? Nö. That's okay if you sound like William. He really cares about you. Rub it in. I can't ever get mad at the fool. He does so much for me. I haven't done jack for him. You have. You're here with your family. More like they're here for me. But then so are you. So it's all good. Schön. Okay, Leute, dann lasst uns doch mal hier reinschauen. Wieso ist beim Tagebuch jetzt Seite 1 von 1? Ah, vielleicht weil wir in einer anderen Zeitlinie sind. Okay, 4. September 2013. Wir waren doch schon im Oktober, meine ich, ne? Deswegen vielleicht auch. Eben. Wir waren schon im Oktober. Da sind wir noch... Wieso sind wir denn so weit in der Zeit zurück? Okay, egal, sei es drum. 4. September, so viel zu tun. Ich wünschte, ich könnte die Zeit verlangsamen, besonders um all die coolen Sachen, die geschehen sind, seit ich wieder in Arcadia Bay bin, aufzuschreiben. Blackwell ist klasse. 21. September. Ja, ich bin älter und dank Vic und Nathan bin ich jetzt auch ein wenig modischer. Sie haben mich mit dem schönsten Pork-Pie-Hut überrascht. Im Furoshiki-Stil verpackt. Alter Schwede. Und der besten Geburtstagsparty aller Zeiten. Auch die betrunkenste. Ich kann nicht schlafen. 4. Oktober. Hey, liebes Tagebuch, erinnerst du dich noch an mich? Beschäftigte Max. Beschäftigt. Kann jetzt nicht schreiben, muss Bilder machen, muss leben, muss freundlich sein, sollte mich mit Chloe wieder treffen. Aber muss zuerst zum Vortex. Partytime. Okay, also sie ist auch offensichtlich ganz anders. Zumindest bis zu dem Punkt gewesen,
als wir jetzt wieder zurückgekommen sind sozusagen, jetzt habe ich das auch ein bisschen besser begriffen. Also die Zeitlinie war ja bis hierhin eine ganz andere und da sind wir jetzt natürlich mit dem Bewusstsein aus beiden, also aus der letzten Zeitlinie eigentlich nur. Und natürlich sind wir vermutlich wieder im Oktober und sie hat jetzt aktuell nicht so schrecklich viel geschrieben, weil sie eben ein anderes Leben führt. Oh, und es gibt auch neue Personen. Oder es gibt die gleichen Personen, nur mit anderen Beschreibungen. Vielleicht wegen der anderen Zeitlinie. Okay, was haben wir denn da Schönes? Auf jeden Fall was am Fenster. Da muss ich mal gucken, ob ich das rauskriege, was das sein könnte. Ein Nest mit Eiern drin. Ach, das ist ja süß. Was werden das sein? Hunde oder Füchse oder irgendwas in der Richtung? Fußspuren? Okay. Also das heißt wieder viel, viel aufpassen und rumprobieren, um da nichts zu verpassen. Wir können ja mal schauen, mit wem wir hier so alles am Schreiben sind. Genau. Das ist eine Nachricht, die wir noch kennen. Aber hier sind so Sachen wie Victoria zum Beispiel, die ich natürlich gerne mal lesen würde. Max, bist du beschäftigt? Vermeide Hausaufgaben, wie immer. Ja, vor allem wie immer, sie ist doch eigentlich jemand, der Hausaufgaben macht sonst, ne? Naja. Ich hab dir gesagt, dass ich dir helfen werde. Du hast mich nicht helfen lassen. TOT. Kann ich jetzt nicht zuordnen? Okay, Ende des Dramas. Und du hilfst mir, indem du dich sorgst. Ich versuche es. Übrigens, ich habe das Gras von du weißt schon wem bekommen, zu deiner Information. Sicher mir einen Joint, ich muss los. Talk to you later. Komm heute Abend in mein Zimmer. Okay. Also sie ist mit Victoria offenbar sehr gut befreundet momentan. Und dass sie einen Joint raucht, ist bisschen neu. Taylor. Gucken, was wir mit Taylor so zu reden haben. Max, vielen Dank, dass du mitgekommen bist, um meine Mom zu sehen. Ich glaube, sie will eher dich als Tochter als mich. Ich denke nicht. Deine Mutter ist eine knallharte Frau, wie du. Quatsch, ich habe geheult wie eine Heulsuse. Das habe ich auch. Du hast mich nur nicht gesehen. Es ist nicht schlimm zu weinen. Wird langsam alt. Bei meinem dummen Handy ist der Akku gleich leer. Ruf mich zurück. Nathan. Jojo, Max, bist du da? Bin in der Dunkelkammer. Entwickle ein paar Bilder für den Wettbewerb. Süß. Kommst also nicht ins Two Wales? Noch nicht. Ich sehe euch später. Bis später. Und Mom. Auch da dürfte natürlich jetzt dieser Verlauf, dass es, mit dem Direktor und so. Max, hier ist deine Mutter. Wir müssen über ein paar deiner Rechnungen sprechen. Bist du da? Ja, gib mir etwas Zeit zum Antworten. Ich kann nicht in jedem Unterricht schreiben. Einige Lehrer sind super angepisst, wenn Leute ihr Handy benutzen. Ja, weil es super unhöflich ist. Und bitte sei nicht so schnippisch. Sorry, es war ein langer Tag mit vielen Hausaufgaben. Du bist nicht die Einzige. Und deshalb fragen wir uns, warum du so viel ausgibst. Wir möchten, dass du alles hast, was du brauchst, aber das Stipendium deckt nicht alles ab. Ihr habt gesagt, dass ich eure Kreditkarte benutzen kann, wenn ich etwas brauche. Ich habe nur einen Fotofilm gekauft, keine Kamera. Vielleicht ist es an der Zeit, auf digital umzusteigen. Ich rufe dich später an, muss los. Schmoll nicht, hab dich lieb. Hey Schatz, ich hoffe, du vergisst nicht, die Pflanze zu gießen, die wir dir gegeben haben, aber überwässer sie nicht, Mami. Ja, das kennen wir dann wiederum. Schöner Hinweis, den ich überhaupt nicht für voll genommen habe damals. Und sehr süß finde ich hier, ja, geh auf digital und sie, ja, ich muss weg. Chloe. Hallo Max, hier ist William. Wenn du Kontakt mit Chloe aufnehmen willst, benutzt diese Nummer. Sie würde sich freuen, von dir zu hören. Sehen uns hoffentlich bald. Bye. Oh, am 27.03. Wow. Und am 11.08. hat sie sich erstmals gemeldet. Hey Chloe, Maxine hier. Ich weiß, es ist schon eine Weile her. Ich wollte dich wissen lassen, dass ich jetzt auf die Blackwood Academy gehe. Ich hoffe, das ist noch deine Nummer. Max ist zurück. Blackwell, das ist so geil. Du rockst. Das Beste ist, dass wir wieder zusammen abhängen können. Und ja, das ist immer noch meine Nummer. Cool. Ich habe einen Arsch voll Hausaufgaben, aber wir werden uns bald wiedersehen. Zieh mich nicht auf, es ist schon zu lange her. Ich denke, das sollte eher so ein Lass mich nicht warten werden, aber naja, gut. Ich weiß, wir sehen uns. Ja, und sie benutzt Emojis, ist klar. Erinnert ihr euch noch? Nein, keine Emojis. Und Alyssa, hey Max, es ist eine Schande, dass du mit solchen Leuten abhängst. Ich dachte, du wärst anders. Alyssa, ich habe gesehen, wie du das Klopapier nach mir geworfen hast. Oh mein Gott, ich habe nicht auf dich gezielt, ich schwöre. Mach das nie wieder. Interessant. In der anderen Zeitlinie hatte sie sich mit Alyssa fast so ein bisschen angefreundet und hier, naja. Interessant.
Ach so, wegen dem Foto wahrscheinlich noch. Okay. Alles klar. Dann würde ich sagen, soll es das erstmal gewesen sein für diese Episode. Nicht für diese Episode, für diesen Part natürlich. Ja, ihr Lieben, im nächsten Part werden wir dann gucken, dass wir das Morphium für Chloe besorgen. I'm so glad we had our movie night. Even if you crashed on me. That's why they call it a sleepover. Genau. Ich würde sagen, es geht weiter im nächsten Part. Ich freue mich mit euch drauf. Bis dann!